Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Quick-Tipp von Schuster Automobile. In diesem Quick-Tipp dreht sich alles um das Thema Farbe von eurem Fahrzeug bzw. den Farbcode. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, warum solltet ihr das denn eigentlich wissen? Nun stellt euch mal Folgendes vor, ihr habt ein Fahrzeug, habt vielleicht irgendwo einen kleinen Kratzer rangefahren oder ein paar Steinschläge, habt Angst, dass das anfängt zu rosten und du möchtet einfach diesen Kratzer ein bisschen kaschieren, damit man ihn nicht mehr so sehr sieht. Da gibt es von Mazda tatsächlich ganz praktisches Zubehör, nämlich solche Lackstiftkombinationen. Ich habe hier mal so ein Beispiel für euch. Da seht ihr oben den Farbcode von diesem Lackstift drauf, besteht meistens aus zwei kleinen Fläschchen, und zwar aus der normalen Farbe des Autos und hier auch einem Klarlack. Und damit man den richtigen Farbcode natürlich oder den Farbstift für euer Fahrzeug bestellen kann, braucht ihr natürlich den Farbcode. Und da gibt es einen einfachen Trick, wie ihr das bei den neuen Fahrzeugen herausfinden könnt. Das zeige ich euch jetzt hier mal am Beispiel von diesem Mazda MX-30. Wir schauen mal gleich hier zur Tür, denn dieser Farbcode, der befindet sich bei den Fahrzeugen, die 5 Türen haben, immer hier an der B-Säule. Und dadurch, dass wir hier keine B-Säule bei dem Fahrzeug haben, befindet es sich sozusagen an der nachgelagerten B-Säule, hier dann vielleicht auch C-Säule genannt. Ich mache das mal auf, vielleicht kannst du das mit einfangen, Marcel. Dann machen wir mal die hintere Tür auf. Und hier befindet sich immer irgendwo so ein schwarzer Aufkleber, da ist eure Fahrgestellnummer drauf. Und bei allen neueren Fahrzeugen steht jetzt hier oben der Farbcode Paint, also Englisch Farbe. Hier steht jetzt A4D, also Anton 4 Dora. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ja, was könnte das mit dieser kryptischen Zahl anfangen? Und dafür haben wir für euch mal eine kleine Tabelle erstellt, mit der ihr anhand dieser Nummer feststellen könnt, wie denn eigentlich diese Farbe heißt. Und da gibt es meistens auch einen englischen und einen deutschen Begriff. Nicht alle sind auch in Deutsch verfügbar. Und so könnt ihr dann eben schon mal abschätzen, was ihr eigentlich für einen Farbton bei eurem Auto habt. Vielleicht habt ihr das noch von früher im Kopf, als ihr das Auto gekauft habt. Die meisten wissen allerdings nicht die genaue Farbbezeichnung. Das Ganze ist jetzt bei diesem Auto hier relativ einfach. Wir haben hier ein Auto in einer einzigen Farbe. Es gibt allerdings auch mittlerweile mehrere Fahrzeuge, die Multiton sind. Das heißt, wir haben dann unterschiedliche Farbtöne auf dem Dach, vielleicht hier auch die A- oder C-Säule oder auch die Karosserie. Und da zeige ich euch mal, wie ihr da vorgehen könnt. Hier habe ich jetzt mal ein Fahrzeug mit zwei Farbtönen. Ihr seht schon, wir haben hier eine schwarze A- und C-Säule, ein schwarzes Dach und magmarotes Fahrzeug. Und eigentlich würde man jetzt hier zwei Farbcodes erwarten. Mazda hat das allerdings anders gelöst und das schauen wir uns jetzt hier mal bei diesem Fahrzeug an. Der Fahrgestellnummer-Aufkleber mit der Farbe ist natürlich an der gleichen Stelle bei diesem Modell. Und wir sehen jetzt hier Paint, also Farbe 49V. Und das ist tatsächlich jetzt nicht der klassische Farbcode für dieses Auto, sondern eine Behelfsnummer, mit der man sozusagen die verschiedenen Farben des Fahrzeuges aufschlüsselt. Wenn ihr jetzt in diese Tabelle von uns schaut, werdet ihr eben feststellen, dass das Dach und die AC-Holme hier in der Farbe A3F, also Brillantschwarz sind und das Fahrzeug selber magmarot ist. Habt ihr ein Fahrzeug mit 3 Farbtönen, so würde dann der Name oder beziehungsweise der Farbcode, der hier zu sehen ist, dann 3 Farben aufschlüsseln. Und das ist eben ganz wichtig, dass ihr eben nicht mit dieser Farbcode hier einen passenden Lackstift finden werdet, sondern eben dann in unsere Tabelle reinschauen müsst. Jetzt ist es tatsächlich ja so, dass hier bei den neuen Fahrzeugen es sehr einfach ist, den Farbcode herauszufinden. Allerdings muss man dazu sagen, dass es diese Behelfsmaßnahme noch nicht so lange gibt und tatsächlich bei den früheren Fahrzeugen war es deutlich schwieriger, den Farbcode rauszufinden. Am einfachsten ist es natürlich, wenn man bei seinem Mazda-Händler anruft. Der kann nach der Fahrgestellnummer natürlich hier euch immer gerne den Farbcode nennen. Allerdings, wenn man sich das nicht aufschreibt, vergisst man es vielleicht auch wieder. Und deswegen gibt es noch 2 leichte Methoden, wie ihr es selber auch noch herausfinden könnt. Schaut zum Beispiel mal euer Checkheft rein, also unseren digitalen Servicenachweis. Ich habe hier mal so ein Auto vorbereitet. Und ihr seht hier schon, wenn ihr euer Checkheft anschaut, ganz oben links sind einige Fahrzeugdaten drin. Und hier seht zum Beispiel auch die Farbe, zum Beispiel bei diesem Modell jetzt hier in Englisch dargestellt. Auch kein Farbcode, sondern wirklich nur die Farbname. Schaut wieder in unsere Tabelle rein und schon habt ihr auch hier den passenden Farbcode. Also wirklich ziemlich einfach. Habt ihr auch kein digitales Checkheft? Okay, dann gibt es noch eine weitere Methode, habe ich auch mal wieder vorbereitet. Vielleicht habt ihr noch irgendwelche Rechnungen von irgendeinem Mazda-Händler und die Dokumente, die da ausgedruckt werden, sind immer nach einem gewissen Format von Mazda vorgegeben. Schaut ungefähr so aus. Und zwar habt ihr rechts wiederum einen Block fürs Fahrzeug. Und hier seht ihr das Modell und die Farbe. Und hier seht ihr auch nochmal einen Farbcode, der allerdings ein bisschen komplexer ist. Die ersten 3, das ist tatsächlich der Farbcode fürs Auto. Hier wird es dann eben dieses 49V sein. Und GU1, das sind die letzten 3, das steht dann für die Innenausstattung. Die ist wiederum auch wieder kodiert. Und es kommt eben darauf an, habt ihr eben Leder, weißes Leder, dunkles Leder, braunes Leder und unterschiedliche Namen gibt es dafür. Das braucht ihr jetzt tatsächlich nicht, um den Lackstift zu bestellen.
Ein typisches Malheur, was schnell mal passieren kann. Ihr seid in der Tiefgarage, bleibt irgendwo an so einem blöden Bordstein hängen und schon habt ihr hier Kratzer an der Felge. Ist natürlich super ärgerlich bei so einer schönen Felge. Und da stellt sich natürlich die Frage, kann man die irgendwie lackieren? Gibt es dafür Farbcodes? Und leider ist es so, dass es grundsätzlich bei Alufelgen keinerlei Farbcodes gibt. Die Lackierer selber tun sich natürlich mit den Standardfarben doch relativ leicht. Also wenn ihr irgendwie eine schwarze Felge habt oder beispielsweise eine normale silberne Felge, dann gibt es allerdings solche Sonderlackierungen, die immer häufiger werden, weil man natürlich auch eine besonders schicke Felge haben will. Und die lassen sich tatsächlich auch bei einem sehr guten Lackierer nahezu unmöglich wieder herstellen. Meistens hat man dann doch relativ deutliche Farbtonunterschiede zu den anderen Felgen. Und wenn man es eben perfekt haben will, geht es leider nur so, dass man dann entweder die Felge austauscht oder alle 4 Felgen lackiert. Meistens ist das dann aber noch teurer, als die Felge auszutauschen. Hier habe ich also leider keinen Tipp für euch, wie ihr das möglichst günstig reparieren könnt. Was ich euch aber auf jeden Fall noch gerne erklären will, ist, wie ihr diesen Lackstift denn perfekt anwendet, sodass zum Beispiel eben diese Steinschläge und Kratzer möglichst schön aussehen, nachdem ihr das angewendet habt. Ich habe schon sehr, sehr häufig da bei Kunden das gesehen, dass das eigentlich mit dem Lackstift dann schlechter ausschaut als vorher. Und deswegen werden wir für euch dann nochmal ein eigenes Video machen, wie ihr diesen Lackstift richtig anwendet, wie das Ergebnis möglichst optimal wird. Und wenn euch sowas interessiert, denkt dran, unseren Kanal zu abonnieren. Das ist absolut kostenlos für euch. Wir laden immer wieder regelmäßig neue Videos hoch für euch. Wenn euch dieses Video übrigens gefallen hat, dann lasst uns gerne auch einen Daumen nach oben da. Habt ihr noch irgendwelche Fragen zum Thema Farbcode? Wie immer, schreibt es in die Kommentare rein. Ansonsten sehen wir uns einfach wieder beim nächsten Quick-Tipp. Ich freue mich drauf. Bis dahin, ciao.